In diesem Video erzähle ich über die Advents- und Weihnachtszeit. Für mich als Kind war das immer die schönste Zeit des Jahres. Während meiner Kinderzeit war es im rumänischen Winter draußen immer bitterkalt. Schnee lag dick auf den Bäumen und den Dächern. Eine besondere Luft strömte durch die Gassen, es roch nach Gemütlichkeit. Aus jedem Schornstein stieg Rauch empor, der die Vorfreude auf ein warmes Zuhause entfachte. Mit meinen Kinderaugen sah ich eine Winterwelt voller Zauber und Magie. Anfang Dezember begann für mich diese magische Zeit. Ab und an zeigte sich mir etwas Wundersames, während ich aus dem Fenster blickte. Abends sah ich oft seltsame Figuren, die für meine Eltern in der dunklen Nacht verborgen blieben. Kindliche Fantasie kann einen kahlen Baum in der Dunkelheit mühelos in ein Geschöpf der Ewigkeit verwandeln. An Nikolaus gab es als Geschenke Äpfel und Nüsse. Manchmal gab es auch eine Orange. Diese tropische Frucht gab es damals in Rumänien selten und war deshalb für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ich heute eine schöne, dicke Orange sehe, erinnert mich das immer an Nikolaus, in meinen Kindertagen. Nach Nikolaus verging die Zeit für mich quälend langsam. Jeder Tag dauerte ewig. Die Vorfreude auf die Geschenke steigerte sich Tag für Tag, bis ins Unermessliche. Begeistert beobachtete ich meine Oma und meine Mama bei den Vorbereitungen für Weihnachten. Es wurde viel gebacken und lecker gekocht. Meine Aufgabe war es, den Rührbesen abzuschlecken. Und meine Oma ließ mir da immer extra viel dran. Ja, Oma war die Beste. Nach langem Warten war es endlich soweit. Noch einmal schlafen, dann ist Weihnachten. Die Nacht vor Heiligabend konnte ich nie gut schlafen. Die Spannung auf das Christkind und seine Geschenke war zu groß. Als ich noch klein war, wurde der Christbaum einen Tag vor Heiligabend geschmückt. Der Weihnachtsbaum stand in einem extra Zimmer, das nur bei besonderen Anlässen genutzt wurde. Nach dem Abendessen würden dort die Geschenke auf mich warten. Nach einem endlos langen Tag voller Ungeduld und Vorfreude gab es dann endlich Abendessen. Ich aß mich an Heiligabend nie satt. Das Abendessen sollte so schnell wie möglich vorbei sein. Plötzlich hörte ich das Glöckchen läuten und mein Vater trug mich in das Zimmer, in dem der Christbaum stand. Ich fing zu zappeln an, denn auf dem Weg dahin begegnete uns eine weiße Gestalt. Paps flüsterte mir ins Ohr: „Ich glaube, das ist das Christkind. Möchtest du es mal umarmen?“ Ich nickte nur. Das Christkind trug ein langes weißes Kleid. Sein Gesicht wurde von einem weißen Schleier bedeckt. Mein Vater hielt mich und ich breitete meine Arme aus. Lautlos kam die weiße Gestalt näher, sodass ich sie umarmen konnte. Ich erinnere mich, dass ich sehr aufgeregt war und griff unbemerkt von meinem Vater nach dem Schleier. Vielleicht hatte er es doch gesehen und war nur neugierig, was geschehen würde. Als das Christkind einen Schritt zurück machte, blieb der Schleier bei mir. Die Frau unter dem Schleier war eine Verwandte. Sie erschrak, drehte sich schnell um und rannte zur Haustüre hinaus. Meine Oma entriss mir hektisch den Schleier und verschwand ebenfalls in Richtung Hof. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass es kein Christkind gab. Ich finde, für Kinder sind Weihnachtstraditionen sehr wichtig. Der Adventskalender macht jeden Tag zu etwas Besonderem und am Ende wartet die große Bescherung. Wenn man erwachsen ist, verschönern die gemeinsamen Erinnerungen und Geschichten das Weihnachtsfest. Da gehen mit jedem Familienmitglied, das am Weihnachtsabend fehlt, auch schöne Geschichten verloren. Man erkennt sich in den funkelnden Augen der eigenen Kinder und fühlt sich zurückversetzt in diese lange vergangene magische Zeit. Die Tradition setzt sich fort. Heute ist Weihnachten für mich leider nicht mehr so magisch wie früher. Ich versuche deshalb an Heiligabend hin und wieder das Gefühl an Weihnachten aus den 80ern hervorzurufen. In diesen kurzen Augenblicken bin ich in der Vergangenheit, ein kleiner Junge in einer Welt voller Magie. Ein schönes Gefühl. Als Erwachsener ist mir das Zusammensein mit der Familie und etwas zu verschenken viel wichtiger, als beschenkt zu werden. Das Beisammensein mit den Liebsten und die Freude in ihren Augen ist für mich das größte Weihnachtsgeschenk. Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Weihnachtsfest, so wie Sie es aus Ihren Kindertagen kennen. Mögen Ihre Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Frohe Weihnachten!